Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich würde mal kurz fragen, Inside, you see a set of steering ob levers, a radio die werte microphone. Dame This is Precinct 57. How may I assist you? inzwischen was Neues über den Besitzer der Panzerstiefel hat, aber wahrscheinlich erst morgen? Yes. Oh, It took some convincing, but I got the mercenary's name and a few biographical details. Are you ready? ja, ich bin bereit. The lieutenant leans in to listen, notebook in hand. Legen Sie los. That suit of armor was issued to an Oranese citizen named Ellis Cortenaer. That's E-L-L-I-S K-O-R-T-E-N-A-I-R. Exact date of birth unknown. He was signed into the Lelystad County Neonatal Care Unit on 28th of February 09. Neugeborenenabteilung? He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. He spent 4 months in the neonatal unit, survived apparently, and was assigned to a foster family at 2. Okay. This is what the ICT knows about him. He was raised by foster parents, entered the East Brand Military Academy in Vredefort at 17, then served in the Oranese forces till he was honorably discharged in 41, just a year before the Seminese conflict. Then the armor followed him to Seminine, or at least I assume it did. And that's it. There are no records of his employment in Crenel, or any of its other incarnations, or him even entering Revachon. Okay. Moment, er wurde in einer Laubpresse gefunden? It's a garden tool used to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital had, the only detail in these files. So I thought it would be good for you to know. It is. Thank you, Alice. Irgendwelche Informationen zu seinen Pflegeeltern? None, officer. Sorry. Die einzige Verbindung zu Crenel ist also seine Rüstung. Even that is a small miracle. These organizations usually double-check their inventory. Thank you, Alice. Great work. No problem, Lieutenant. A compliment from Lieutenant Kitsuragi. Not bad. Tja, jetzt haben wir seinen Namen und die Angaben zu seinem Wehrdienst. A name. This is very good. Ellis Cortenaer. This means something to him, to know that name. Like name in a case. It's important. Sometimes police work is about human dignity, about giving back names to anonymous victims. I'm glad the inquiry was helpful to your investigation, officer. Did you have any other questions? Nee, tatsächlich erstmal nicht. 57th, over and out. In the cabin, you see a set of steering levers. Okay. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Info? Also wir haben inzwischen ein weiteres Level-Up und noch einen Fähigkeitenpunkt. That's fine. Den Kram erledigt. That's nice. Das wäre jetzt halt wahrscheinlich immer noch... Unten an der Küste auf der Promenade von Martinez liegt eine Leiche. Kehre mit dem Lieutenant zu ihr zurück und entscheide, wie mit ihr zu verfahren ist. Warum haben wir das noch nicht abgeschlossen? Das haben wir doch längst gemacht. Also, wir haben doch der Frau Bescheid gesagt und die Leiche abholen lassen. Also ich meine, ich will gleich eh nochmal in die Ecke, aber ich habe tatsächlich zwischenzeitlich eine Sache nachgeguckt. Bezüglich des Tattoos. Und um die Quest mit dem Tattoo abzuschließen, hätte ich, glaube ich, einfach... Also entweder habe ich mich da verlesen oder ich muss tatsächlich nur noch eine andere Option im Gespräch mit Klaas hier auswählen. Ich probiere das einfach nochmal. Officer, it's a fine day for questions. Fragen zu dem Verstorbenen? Yes, miss. I hope you don't mind.
Aber da können wir jetzt nicht nach seinem Tattoo fragen. All right. Coolly, gracefully, she pours herself more coffee. Aber war das hier nicht irgendwo bei? Not my favorite topic, but okay. Wo war denn das? Irgendwo konnten wir sie doch zum Tattoo fragen und da hatten wir 2 Optionen, was wir zum Tattoo fragen konnten. Und ich glaube, ich müsste noch das andere nehmen. Ich habe mir jetzt nicht den genauen Pfad gemerkt, aber... He had... And he's... I think he was... And the She nods. We partied. Okay. With all due respect, sir. Oh, What did you do? we drank. What else? Stimulants. Speed also has that effect, making you drink harder. And then drinking harder makes you do more speed. It's quite the combination. We also had sex. Moment. Nach all dem Trinken und Drogen? Wie? Wenn wir jetzt schon mal wieder hier sind. Untraditionally, officer. Okay. Sie drückt ihre Astra aus, aber erst, nachdem sie mit dem Stummel eine weitere angezündet hat. Your imagination starts whirring, whether you want it to or not. A little. How did you two? Downstairs. She with When was this? A month ago? Something like that. Okay. Also nicht, dass uns das wahrscheinlich noch irgendwie weiterbringen würde, groß im Fall. Es würde uns halt einfach mehr XP geben, was nett wäre. I'm sorry, I can't. I know it. she meant she sees him in her dreams. You pissed it all away. All of it. Elysium. Ah, Schnickschnack, wir haben noch den anderen Dialog schon gemacht. Alles gut. How about we, change the subject to something more lighthearted now? Ja, okay, dann... Wobei, Officer, it's a fine day. 8% Chance, nein, das wird einfach eh nicht passieren. Wir würden halt mit einer 11 und einer 12 gewinnen, mit nichts sonst. Okay, weird. Also ich hätte es wahrscheinlich finden können, aber ich habe jetzt auch irgendwie keinen Nerv zu suchen. Ich würde tendenziell noch einmal Richtung Kirche rübergehen, beziehungsweise eher Richtung... Können wir quick traveln? Yes. Warum ist... What? Meint er jetzt hier mittendrin? Warum ist das eine weiße Würfelprobe, die ich jetzt wieder machen kann? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Wo soll ich denn da noch was wahrnehmen? Die Leiche ist doch längst weg. Also manche Sachen sind echt ein bisschen weird hier, was das angeht. Oh Gott, ruckeln. Müllcontainer, Körperapparat beachtlich. Nee, legendär. Tatsächlich, Schädelmesser wäre beachtlich. Wir haben bei Joyce noch irgendwas? Weiß ich nicht. Aber ja, ich würde mal zu den... Achso, ich wollte schnell reisen, ne? Das war der eigentliche Punkt, weswegen ich dahin bin. Hierher reisen. Ich würde nochmal mit den Jungs im Zelt sprechen wollen. Keine Ahnung, ob sich da was getan hat. Maybe not, aber sprechen kann man ja nochmal mit denen. Und ich glaube, sonst würde ich heute einfach ein bisschen Zeit totschlagen mit Lesen, um ehrlich zu sein. Ist sie noch draußen? Ja, okay.
Gibt's hier noch Optionen? Hier waren wir durch, ne? Hello again. Naja. Come on, get in. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. Okay. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Gut, wir gehen alleine rein. The large-headed youth. Good morning. Yeah, pump it up, pump it up, pump it up. Okay. Hey, ich habe einen Turmand dabei. Vielleicht kannst du damit von... Wait, wir haben das Ding noch gar nicht aus dem Baum bekommen, oder? Oder haben wir? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, haben wir nicht. Das hängt da noch total, ne? Oder? Oh, wir könnten den Dorgunner Megamix. Wir könnten ihm den anbieten. The large-headed youth has... Good morning. Yeah, tape. Yeah, spins the tape until the space escape. Yeah. Ich meine, ein paar Voice-Samples da rein. Warum nicht? Wir geben ihm mal den Dorgunner Megamix. Ist das eine gute Idee? Aber wirklich Beweismaterial ist das eh nicht. Er reißt ihr das Turmand aus der Hand und legt es auf den leeren Bandteller. Mit einer Hand in seinen Kopfhörern hört er das Audio an, dann sagt er mit einem Kopfschütteln: No, 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 this is gonna make people scared. Keep it positive. Keep the love in the house. Okay, ich hatte es fast erwartet. Nee, das andere geben wir ihm nicht. Yeah. Okay, wir brauchen wirklich das Ding aus dem Baum dann. Huh? I see you're here again. Offside, man. Did I mention getting us into the church would help? Sind unsere Sinusse jetzt in Ordnung? Nah. Still strongly out of sync. Stage gamma disalignment. Was? You heard me. Er untersucht den kleinen Metallbolzen in seiner Hand. So nennt man das. Oh, okay. Hi again. So, how are things going? Ja, 17%. Weiß ich nicht. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. Wir haben nach wie vor keine Kleidung, die uns Pluslogik gibt, ne? Ich vergesse es halt immer wieder und es tut mir leid, dass ich zum 18. Mal die ganzen Klamotten durchgucke, aber es lohnt sich in dem Fall sogar. Weil wir eine ganze Menge Stuff haben, der uns Pluslogik gibt. Sehen halt aus wie der letzte Bob jetzt, aber das ist ja was anderes. Okay, ich nehme auch den Hut mit +2 Logik. Alles schön. Gott, wir sehen so scheiße aus, ne? Aber dafür haben wir jetzt durch unsere Klamotte +5 auf Logik. Hi again. So, how are things going? Nun, nachdem ich jetzt absolut lächerlich aussehe, vielleicht ist es nicht alles genauso, wie es dir erzählt wurde. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Lage zu analysieren. A number of things don't add up. Let's take a look. How about gather around, kids? Ich weiß nicht, Schauspielkunst ist mies, aber vielleicht, also Kinder, kommt mal her. The young speed freak puts down a busted capacitor and looks at you. The one with the large head seems very enthusiastic about whatever you have planned. Their would-be leader is less amused. Vor einiger Zeit, ich bin mir nicht sicher wo und wie, aber Treuebruch hat eine Rolle gespielt, wurde ich krank und zu dem Schatten, den du jetzt vor dir hast. Aber ich habe Grund zu der Annahme, dass ich davor ein Detective der Polizei war. Was? Nein, warum soll ich das sagen? Ich habe schlechte Nachrichten für dich, André. Es gibt hier ein paar Ungereimtheiten. What things? He senses something is wrong. Das hier sieht mir nicht wie ein Club in Spee aus, sondern eher nach einem Zelt voller Laborbedarf. Zur Herstellung von Drogen. I have
have no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. One speaker. They have one speaker. Und wo ist sein Freund? Hat er seinen Freund verloren? What do you mean, friend? Den anderen Lautsprecher. Ihr habt nur einen. It's a one-speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Other speaker. Du hast keine Kopfhörer. Braucht Estelle denn nicht ihre, wenn sie Tonbänder auflegen will? What do you know about spinning tape? Nothing. Und das Ganze nur Sulfat habt ihr nur wegen des Arzneistoffs, der darin enthalten ist. He said it was for his nose. What more do you want? Und destilliertes Wasser? Fundament eines sauberen Labors. And of all cellular-based life, what's your point, Lawbringer? Ja, ihr solltet kein destilliertes Wasser trinken. Nicht dauerhaft. Das ist halt so, nicht gut. Keine Mineralstoffe. Stirbt man irgendwann. Also dauert eine Weile, aber ich muss wohl nicht noch mehr aufzählen, oder? No shit. Kurz gesagt, ihr wolltet einen Detective benutzen, um ein Drogenlabor aufzubauen. Come on, that's... Absurd? Gesetzeswidrig? Etwas, wofür man standrechtlich erschossen wird? Ich bin versucht, alles zu sagen. Ich gehe mal mit absurd. I meant to say, not true. Ja, und was machen wir jetzt mit euch? What do you mean, do? There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. It wouldn't take a lot of pushing. The optimal way to go about this would be indifference. It begins by you telling him you don't care about any of this. Okay, wenn die Suggestion das schon sagt, dann sage ich mal, das ist mir alles eigentlich ziemlich egal. Ich will nur meinen Fall lösen. Macht ihr, was ihr wollt, dann kann ich auch machen, was ich will. Aber das ist vielleicht zu viel Gleichgültigkeit, oder? Du erzählst mir einfach, was ihr hier wirklich am Laufen habt und dann sehen wir weiter. Ich kann auch mal ein Auge zudrücken. Nee, wenn die Suggestion sagt, wir nehmen das dritte, nehmen wir das dritte. Really? Nein, natürlich nicht echt. Ich bin ein scheiß Polizist. Spuck schon aus, was hier wirklich los ist. Und zwar zack, zack. All else? Der Schraubenschlüssel, den er in seinen Werkzeugkasten fallen lässt, scheppert laut. Dass ich keine Verstärkung rufe, bevor ich euch in den Knast werfe, bevor es so richtig losgeht. Noch nicht gehört? Ich bin der Bulle, der diesseits des Flusses am meisten Dreck am Stecken hat. Ich kann euch das Leben so richtig schwer machen. Das ist mir jedes Mittel recht. Das werden wir dann noch sehen. He thinks for a moment, then opens his mouth, but closes it again, then finally raises his hands. Things are just way too hard for an entrepreneur in this city. It's not like we're not gonna turn the church into the wickedest club in East Revershoal. Because we are! We totally are! We just gotta turn it into a speed lab first. You know, to get our foot in the door. Okay, und wofür habt ihr mich dann gebraucht? Like I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. Die sind gar nicht so schaurig, oder? No, man. They're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off, too. I couldn't feel the love at all. So, what now? This is it. Judgment time. Gebt mir eure Kohle. Du forderst zuerst Bestechungsgeld. Na, that's not us. Packt zusammen und meldet euch auf dem 41. Revier. Du nimmst sie fest. Verschwindet, ich will euch ja nie wieder sehen. Du vertreibst sie. Lasst uns sauber bleiben. Lasst uns kein Speedlabor aufbauen, sondern nur einen Club für anodische Musik gründen.
Du hilfst bei der Gründung des Clubs. Ohne das Labor würde es nicht funktionieren. Tut, was ihr tun müsst, damit der Club sich trägt. Du beteiligst dich an beiden Aktivitäten. Ich muss der Sache mit den Schauergestalten auf den Grund gehen, bevor ich entscheiden kann, wie ich mit euch verfahre. Du entscheidest später. Boah, das ist... schwierig. Also nur weil wir prinzipiell jederzeit gewillt sind, Drogen zu nehmen, heißt das nicht, dass wir Jugendliche dabei unterstützen, Drogen zu produzieren. Oder heißt es das doch? Ja, das ist so ein schwieriges Hin und Her. Prinzipiell würde ich sagen, solange wir an Zeug kommen, ist uns halt scheißegal, wo es herkommt. Wir wollen aber auch gar nicht wissen, wo es herkommt. Also so im Detail. Wir wollen halt, glaube ich, nichts mit der Produktion zu tun haben. Oder gehen wir mit dem Hintergedanken ran, dass ich dann meinen Share abgreifen könnte? Ich glaube, ich möchte das später entscheiden. Komme ich in der Kirche noch weiter? Weiß ich nicht. Ich kann gleich nochmal reingucken. We can continue on an amiable path, right? No more misunderstandings, no more lies. Before you go, is there anything else you need? Nein, danke. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah! Okay. Oh Gott. Hallo Kim, ich habe mich drin umgezogen. Ich ändere das mal kurz wieder, ja? Welches Hemd hatte ich denn an? Die sind alle furchtbar. Aber vielleicht hatte ich das, vielleicht wollte ich das Teil sogar. Wir hatten auf jeden Fall die Brille an. Und wir hatten, glaube ich, keinen Hut auf. Sehe ich das richtig? Und wir hatten... die Jacke an. Und das ist es, glaube ich. Brille, Jacke, Oberteil, Hut, ja. Die 4 Items waren das, okay. Wir könnten dann natürlich die draußen nochmal ansprechen. Ist hier inzwischen jemand aufgetaucht an der linken Seite? Nein. Niemand. Ich glaube, den Kram werde ich halt auch nicht mehr lösen. Das ärgert mich ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich noch nach dem Passwort suchen soll. Und im Moment ist weder mein Interesse als Spieler hoch genug daran und das Interesse unseres Main Characters ist daran, glaube ich, gleich 0. Von daher. Oh, hey, wait. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant the mother's love. Oder es bietet sich jetzt einfach an. Aber Sie haben nicht zufällig mitgehört, als Vihetja oder wie auch immer ihrem Funkcomputer das Passwort gesagt hat, oder? Too many times, Esse. You need it for something. Sagen Sie mir einfach das Passwort. Du trittst näher. Nee, sehe ich nicht. Ja, es ist für die Ermittlungen in einem Mordfall 1. Grades in Martinez. Ehrlich gesagt möchte ich nur in einen Funkcomputer eindringen, um zu sehen, was sich darauf befindet. Nee, wir sagen, es ist für die Ermittlungen in einem Mordfall. Auch wenn es nicht stimmt. The lieutenant raises his eyebrow, but doesn't say anything. Don't sweat it, Vato. The password is afterlife death. That is true. But what comes after death? What you think of that? Makes me almost pity La Nilita Pequeña when I hear it. Okay, gut, dann haben wir jetzt also das Passwort. Schön. I think we're done here, Esse. Okay, und jetzt ist er auch einfach weg in der That Dunkelheit. was an interesting conversation. However,
I'm still not sure how it's relevant to our investigation. Ich bin mir auch nicht so sicher, aber ich bin neugierig. Als Spieler, nicht als Main Character. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good afternoon, Fortress Accident on Saint-Brun. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Versuchen wir es noch einmal. Ich glaube, ich habe vielleicht das richtige Passwort für das persönliche Protokoll. Good. Please repeat the password. Nach dem Leben, der Tod. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Fortress Accident, is there anything else I can do for you today? Danke, das war's. Goodbye, Fortress Accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Na, dann lesen wir doch mal den Ausdruck. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church, the door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Glauben Sie, dieses Protokoll könnte etwas mit dem Fall zu tun haben? Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. Dann lesen wir mal den zweiten Eintrag. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place, that the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. See? Even one of the spookers themselves says it's unnerving. What was that about narcotics? This could prove to be interesting. Moment mal, Rauschgift? Sind wir hier bei TKKG? Niemand benutzt sonst diesen Ausdruck. Du siehst dich in dem heruntergekommenen Gebäude um. I doubt that we can find any. It's just idle fishermen's gossip to scare away the kids. Nothing spooky about this place either. It's just abandoned and cold, and in an awful part of town. Dann lesen wir mal den dritten Eintrag. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking Esker series, something advanced. Wozu brauchst du denn eine Antenne? Why would anyone need any of this equipment here? Er tritt auf ein Kabel, das auf dem Boden liegt, und untersucht es mit seinem Stiefel. Dann ab zum vierten Eintrag. 8th of February, 51. Bought the antenna, had some problems setting it up. Called Simon for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Ein Datenverlust? Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Es klingt alles nach Leuten, die sich halt von der ehemaligen Firma... Also ich will auf jeden Fall jetzt, wo wir das Passwort haben, noch zu einem anderen Computer.
Es macht ja auch einfach Sinn, dass es zusammengehört, wenn es offensichtlich, also wenn die Dame am anderen Ende uns ja mit dem gleichen Namen anspricht. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Künstler, Programmierer, Lexi? Wer sind all diese Leute? I think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. Mhm. They must be our former co-workers. Ja, ganz genau mein Gedanke. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. The strike. We are nearing the date of the murder. Mhm. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. Lesen wir den 6. Eintrag. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. Is she talking about? Der Lieutenant blickt nach rechts in die Richtung der Stille. 7. Eintrag. 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the Swallow is real and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Was könnte es sein? Du blickst hinter dir auf den Wasserbehälter. The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. Was für Wasserbehälter? Egal, 8. Eintrag. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good. I don't want anyone distracting me from my work. Die Beschreibung passt auf Vassell. Die, glaube ich, anders ausgesprochen wird, aber The girl on the ice? Sounds like her, yes. 9. Eintrag. March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. How Martinez of her. Das war ich. Ich war derjenige, der in diesen Funkcomputer eingedrungen ist. Und die Ladenbesitzerin muss Plaisance sein. I knew it wasn't a good idea to meddle with that machine. 10. Eintrag. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles. Crackers. Ping-ping energy drinks. Water. Toothpaste. Gum. Also some canned air. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. A strange woman makes straight for the radio computer. Nun ja, guten Tag. Okay, spricht die gar nicht mit uns? Breaking into my radio computer, I see. Sie wirft ihr einen zornigen Blick zu, während sie die Off-Taste mehrere Sekunden lang niederdrückt. Das Gerät startet neu. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see.
Uns führt nebensächlich ein Fall her, in dem wir einige Organisatoren von Musikveranstaltungen vertreten. Nein, wir dringen nicht bloß einfach ein. Ich bin auf der Suche nach meiner verlorenen Identität und verfolge dabei mysteriöse Spuren. Es ist doch beides Bullshit. Tja, was sagen wir jetzt? Wir vertreten auf jeden Fall keine Organisatoren von Musikveranstaltungen. Weiß ich halt nicht. Also, ja, maybe schon, wenn wir mithelfen wollen, den Club aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch will, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn wir ihr jetzt halt sagen, dass wir mit den Leuten aus dem Zelt zusammenarbeiten, ist sie halt direkt pisst auf uns. Und das will ich nicht. Also gehen wir mit dem zweiten. Bin auf der Suche nach meiner verlorenen Identität. You won't find any answers from here. Sie hebt ihren Blick kaum von der Tastatur. Du hörst, wie das Gerät wieder zum Leben erwacht. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her after she has rebooted the machine. What is it? Sind Sie zufällig Chefprogrammiererin von We're All Untethered? Ja, fragen wir das oder fragen wir Verzeihung? Aber wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich habe nichts kaputt gemacht, oder? Fragen wir erstmal. No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Scheint kein großer Verlust für Sie zu sein, okay. Sind Sie zufällig die Chefprogrammiererin von Viral Untethered? Yes. Or no. Not anymore. That project is dead. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes over her face before she straightens her back. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Also das erste hätten wir geklärt, aber was machen Sie hier? I am Sona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Sie wendet sich wieder dem Computer zu. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. Das ist nicht so ungewöhnlich, to be fair. Was machen Sie ausgerechnet in einer verlassenen Kirche? You really like those questions, don't you? In ihren müden Augen ist ein Hauch von Erheiterung zu erkennen. They're bloodshot. She really hasn't been getting much sleep lately, has she? Ich bin Polizist. Fragen stellen gehört zu meinem Beruf. I'm conducting scientific research here. You can't throw me out. Ich will Sie gar nicht rauswerfen. Was erforschen Sie denn? I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Wait, what? Exakt, das dachte ich mir auch gerade. She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. Ein Loch in der Welt? Was bedeutet das genau? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? Plötzlich wirkt sie vollkommen in das Gespräch vertieft und wartet auf deine Antwort. That's a little above your pay grade at the moment. Ein Augenblick, heißt das etwa, dass wir nun in einer Welt leben, die Löcher hat? Ich verstehe nicht einmal, warum wir über etwas reden, das nicht existiert, und nun wollen wir es auch noch messen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht wegen irgendwelcher Wissenschaft hier. Ich will bloß einen Mord aufklären, damit ich wieder nach Hause kann. Ich gehe erst mal mit dem ersten tatsächlich.
Leben wir nun in einer Welt, die Löcher hat? I don't know. Are we? That's what I'm trying to figure out here. But how do I figure it out? Ich weiß es nicht. You measure it by its surroundings, by that which does exist, which is what I've been trying to do. I've tried using hydro transducers to record the silence, to find out where it begins. But honestly, it's not progressing very well. Sie verstummt und blickt auf den Kreis aus Wasserbehältern, aufgestellt wie zu einem archaischen Ritual. But does it have anything to do with necroplasmic life forms? Ghosts, in everyday parlance. Was? Nein. Also warum sollte es? Meine Fragen können wir trotzdem. Hat das irgendwas mit Geistern zu tun? Ghosts? No, I don't think so. I don't believe in ghosts. Okay, keine Geister. You do know there's no need to officially document this information, right? Hat Kim schon recht? She has already turned back to her keyboard. Hat das Loch etwas mit dem Datenverlust in Ihrem Protokoll zu tun? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Haben Sie eine Ahnung, wo sich dieses Loch befinden könnte? Somewhere underneath those roof beams, I assume. Sie blickt hinauf und versucht mit ihren Augen die stockfinstere Dunkelheit zu durchdringen. Ohne Erfolg. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark. Most of the tower disappearing into the shade. Strange things may flourish in the dark. Warum dort? There's this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow. And the higher you go, the less you record. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Dort lebt der Krabbenmann. I know. Meinen Sie nicht, der Krabbenmann könnte für all das verantwortlich sein? No, I don't. She sounds mildly annoyed by this line of questioning. Her hands typing hundreds of commands into the machine. Sie haben erwähnt, dass die Forschung nicht gut läuft. Wieso nicht? Because it's just trial and error, trying to locate the Swallow, the exact point in space. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Okay. Gut, das ist dann auch alles, was ich über das unheimliche 2 mm große Loch in der Welt wissen wollte. Fürs Erste. Great. Thanks. Gott. Haben Sie den Krabbenmann gesehen? No? Aber Sie wissen, dass er sich hier herumtreibt, oder? Yes. Er hat Sie gesehen. And? Und der Krabbenmann hat Sie gesehen. I don't care. I don't care about crabmen. Okay. Gut. Wow, she really doesn't. Not afraid, this one. Warum sind hier so viele Geräte? Ich meine, das wissen wir prinzipiell, aber I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Ich werde versuchen, nichts anzufassen. Ich will Sie das nie fragen. Wir haben da gerade überall drüber gesprochen. Also, wobei, die Antenne? Wir fragen mal nach der Antenne. I use the AR-1 as my RAIN Prefect processing unit. Moment, was? RAIN Prefect, my radio computer. Und diese Antenne ist der Prozessor? Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? Nein, nicht wirklich. All right. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Und die A1, ist das eine gute Antenne? I guess it is. So far I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage and the operation has been surprisingly stable. But it's not the cheapest one on the market. So I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Anyway,
You should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieux dedicated to that sort of thing. She liked telling you this. It calmed her nerves. Okay. Was machen Sie mit diesen Wasserbehältern da hinten? They are connected to my Reim prefect. Whatever you do, just please don't move them, okay? Thanks. Okay. Was machen Sie mit Ihrem Funkcomputer? I'm working. The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. Okay, woran arbeiten Sie? Ich meine, wir wissen das, aber... Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. Okay. Ich werde versuchen, nichts anzufassen. Great. Was halten Sie von anodischer Dance-Musik? What? I hate it. I bet she hasn't even heard it. Haben Sie die Musik überhaupt je gehört? Also wirklich gehört? Wie alt sind Sie? 40? Das ist die Zukunft der Dance-Musik. Geht mir ähnlich. Sie berührt mich einfach nicht. Du tippst auf dein Herz. Jedenfalls nicht so wie Disco. Oh, wow, das war schnell. Warum hassen Sie sie? Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Na gut, aber was halten Sie von einem Club für anodische Dance-Musik? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Ja, das weiß ich auch. Was dann? Take a guess, why don't you? Ich habe gehört, dass Sie auch planen, ein Drogenlabor einzurichten. Bingo! That's exactly what they're up to. Ah, wonderful. Flüstert der Lieutenant, während er die verzierten Säulen und die spektakuläre Architektur der Kirche bewundert. Now this house of worship is also going to be a drug lab. Always something fascinating happening in tents. Sie wollen hier nur eine aktive Jugendkultur fördern. Ja, das ist nichts auszusetzen. Ja, weiß ich nicht. Bewusstseinsverändernde Substanzen sind ein wesentlicher Bestandteil der anodischen Clubszene. Sie schweißen die Gemeinschaft zusammen. Weiß ich nicht. Bewusstseinsverändernde Substanzen sind ein wesentlicher Bestandteil meiner Existenz, aber also halt von Mr. Dubois, aber ich glaube, wir sagen einfach nichts. So that's settled. Great. No nightclubs in the church then. Okay, dann lasse ich Sie mal in Ruhe weiterarbeiten. Okay. Es war ganz gut, dass ich mich noch nicht entschieden habe, was mit den Jungs im Zelt passieren soll. Weil meine Meinung ist jetzt definitiv eine andere. Ich finde nämlich leider das 2 mm große Loch in der Welt viel spannender. Weil das irgendwas Weirdes mit dem Pale zu tun haben könnte oder so. Und das finde ich leider extrem großartig und von daher... Hi again. So, how things going? Ich wollte mich nochmal über die Kirche unterhalten. Yes? What's the deal? Ich war gerade an der Zentraleinheit, als Suna, die ehemalige Chefprogrammiererin von Fortress Accident, aufgetaucht ist. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? Sie war von der Idee nicht gerade angetan. What a pity. That's my favourite thing in the world. And she doesn't like it at all. A shame. What can we do now? Do you see a way out of this jam? And into a laser-lit future of dance and unity? Unity! Dance! Sie hat deutlich klargestellt, dass sie nicht geht, bis ihr Projekt abgeschlossen ist. And you can't just evict her? Nein, ich werde sie nicht vertreiben. Wir müssen uns eine andere Lösung einfallen lassen. Look at you, Honor Man. No, Noid. He's right. Maybe we've approached it the wrong way after all. I'm sure there's a workaround. We can make a deal not to bother her. If that's okay with her, we only want to get in the church and spread the joy and ecstasy of music.
The lines in the dark exist, coexist. At least Crabman seems like an advanced being. He's hard. He'll understand. Yeah, he can do his climbing thing in the tower. And the programmer, does she like Nordic dance music? Nein, sie mag sie überhaupt nicht. Sie verabscheut sie von ganzem Herzen. Egghead cannot believe what she just said. It makes him pump the jam a little slower for a moment, but then he returns to the full swing of it. No worries, we'll figure it out. If coexisting fails, you can always muscle her out, right? If it's all okay with you, what do you think? Ich werde sie bestimmt nicht rausschmeißen, aber ich kann versuchen, sie zu überreden. Nee, sehe ich eigentlich nicht. Wenn ihr vom Drogenlabor absehen würdet, könnte es einfacher sein, sie zu überzeugen. Oh man, but the drug lab was like an integral part of getting the club going. For me, it was my favourite part. Chemistry's great. Besides, imagine all the drugs we could do if we had our own drug lab. I mean, Nordic music is great and all, but drugs, they make you feel really good. When did you last feel really, really good? Vor einer Woche? Excitement bubbles up in you. Maybe you should blast some of these drugs right here in this tent. Wer braucht schon Drogen, wenn man die Geheimnisse von Al Ghul entdecken kann? Ich glaube, Alkohol holt ihn nicht so ab. Ich habe keine Zeit, mich gut zu fühlen. Ich bin ein äußerst beschäftigter Gesetzeshüter. Nee, ich habe mich noch nie in meinem Leben gut gefühlt. Wir gehen mit dem ersten. Also, wir brauchen auch die Drogen, aber ja, wir sind leider Drogen sehr zugeneigt. Und da die anderen beiden Sachen halt gegen Drogen sind, dann... wobei, wir könnten auch sehr selbstmitleidig sagen, habe ich noch nie in meinem Leben gut gefühlt. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Wir erinnern uns an Fragmente, wo wir wissen, dass es besser war. Also gehen wir mit dem ersten. Nah, but you see, no one likes drunk people. Drunk people get into fights and try to hit on everyone. Now people on speed, however... Ich werde sie bestimmt nicht rausschmeißen, aber ich kann versuchen, sie zu überreden. Überzeugt mich halt nicht. Also dann mal sehen, wie es läuft. Ich will sie nicht überreden. Ich finde das... Ich werde sie bestimmt nicht rausschmeißen. Excellent. Good luck, my friend. Kann ich die jetzt nicht noch verjagen? Also, ich hatte vorhin die Option, sie einfach zu verjagen. Yes. What? He nods enthusiastically. No doubt, a little... Goodbye, officer. Goodbye. Überzeuge Suna, mit den Ravens zusammenzuarbeiten. Vertreiben will ich sie auf gar keinen Fall. Na, komm schon. Sie noch so. Sie steht viel weiter hier. Hello. Yes, what is it? Was wäre, wenn Sie gar nicht gehen müssten? Ich habe mit André gesprochen. Er will eine Lösung finden. I don't want to make anything work. Moment, Sie wollen gar keine Lösung finden? Yes, anything. I don't want to make anything work. It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. Sind Sie verbittert, weil Ihr Funkspielprojekt gescheitert ist? That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen. Ever again. Okay. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Wir haben eine 97% Chance, sie zu überzeugen, mit den Ravens zu kooperieren. Krass. Also wir verlieren nur bei einer 2. Easy. When her research is done, she can move out. Wegen Ihrer Forschung. Sie haben vorhin erwähnt, dass es nicht so gut läuft. Vielleicht
kann ich ja behilflich sein. What? No, I don't really need any help with the project. Aber wenn ich Ihnen dabei helfen würde, das Projekt abzuschließen, dann müssten Sie nicht weiter in einer Kirche und neben dem ganzen Bum-Bum leben. Denken Sie darüber nach. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. It touches her hair. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Ist dies das Filament, nach dem Sie suchen? Du zeigst dir den Produktionsplan. No, that's the production schedule you stole and accessed without authorization. I don't need it. Okay. In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still. Was ist eine externe Kopie und wofür benötigen Sie die? It's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Meinen Sie mit alter Arbeitsplatz das Studio von Fortress Accident im verfluchten Gewerbeblock? Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Moment, die Frau aus dem Buchladen? Meinen Sie Pleasance? That's her name, I believe. Wo ist die externe Kopie genau? There's this giant ice bear fridge in the building's cellar. It's there. Wait, what? Don't worry, you can't miss the bear. It's hideous. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... Ich habe im Eisbärenkühlschrank einen Zettel gefunden. Darauf stand, dass die externe Kopie an einen sicheren Ort gebracht wurde. Wait, a note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Dort stand, die externe Kopie sei zu einer Eismaschine in der Nähe gebracht worden. Ein gewisser Sulislav hatte den Zettel unterschrieben. Jawiza. Of course. Our project lead, Sulislav Jawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. That feature creep and the Valley of the Heads. Like it would have made a difference. The offsite copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. And the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from that ice cream maker, will you? Thanks. Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. Ich habe die Eismaschine gefunden, aber ich konnte sie nicht öffnen. Sie ist vollkommen zugefroren. Ich meine, ich habe den Strom ausgestellt vor 2 Tagen? 1,5 Tagen? This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know. I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Warum können Sie das Filament nicht selbst besorgen? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means. Warum glaubt sie, dass Sie etwas mit dem Fluch zu tun haben? Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Das ist ein wenig voreingenommen, finden Sie nicht? Die Leute aus Martinez sind nicht gerade auf der Höhe der Zeit. Gehen Sie nicht zu hart mit ihnen ins Gericht, das liegt nur in der sozioökonomischen Situation. Was, wenn er wirklich eine elementare Bosheit ausstrahlt? Du kneifst deine Augen zusammen. Nee, wir gehen mal mit dem Dritten. Gehen Sie nicht zu hart mit ihnen ins Gericht. Yes, but she literally started praying for the higher powers when she first saw my lame civic. I'm not making this up. The lieutenant coughs like he's amused. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some Semenine magic. So what I need you to do here is go have a talk with her, say that you're a policeman and need to get to the building's basement.
Then bring me the offside copy. All right? Okay. Thanks. And here's my Qualsund multi-tool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Qualsund. Okay. Nice. Das ist eine von Qualsund in Wasser hergestellte, weiterentwickelte Brechstange. Sozusagen die Brechstange plus 2. Die Anzahl an technischen Spielereien, die im Rahmen dieses gelb-grauen Kombi-Werkzeugs versteckt sind, wird jeden Techniker verblüffen. Nice. Actually nice. Damit kriegen wir dann wahrscheinlich die Eismaschine auf, die inzwischen auch ja ein bisschen weiter angetaut sein sollte. Wir können das Tool behalten, wir haben also eine neue Brechstange. Und theoretisch, wenn wir bislang die Tür nicht aufbekommen hätten, würden wir sie jetzt aufbekommen. Aber da die Tür schon offen ist, müssen wir mit Pleasance gar nicht mehr sprechen. Gut, ich würde noch einmal kurz quick traveln tatsächlich. Und dann sind wir genau hier, wo wir am Anfang der Folge waren. Ein Zufall? Ich weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.